Nächste Woche geht es weiter in puncto Afore-Wechselrichter, weil bei meinen Brudern werden wir das gute Stück DC gekoppelt brauchen. Das heißt, dort werden wir 2 Zählpunkte mit 2 verschiedenen Afore auf einer Batterie fixen. Der Geschäftsführer von IVG, der Dennis Röttke, weiß noch nichts von seinem Glück, aber ich würde sagen, entweder machen wir das mit Afore und sonst baue ich DAI hin. Schauen wir mal, was dann wird. Aber im heutigen Video geht es nicht um Wechselrichter, sondern um meine Lieblingsstromverteiler. Ich war gerade Rasenmähen und mein Sohnemann hat runtergeschrien, der Postler hat ein Riesenpaket gebracht. Und das werden wir jetzt gemeinsam auspacken und ich freue mich schon richtig drauf, weil dort sind meine Lieblingsstromverteiler von Dr. Volt drinnen. Alles klar, warum da der Sohnemann gemeint hat, Papa, mach das selber. Und Freunde, wir werden es gleich aufreißen, weil da drin sind die schönsten Do-it-yourself Stromverteiler-Komponenten versteckt. Die 22 kW Wallbox habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt und die Premium Line mit den Siemens Sicherungsautomaten auch. Preiszone, das müssen wir uns merken. Ich hoffe, dass heute auch wieder eine T-Shirts dabei sind. Übrigens, das ganze Paket habe ich mit meiner Kohle finanziert, ist nicht gesponsert. Juhu! 63 Ampere CE verbaut auf einem Gehäuse mit Mennekes-Steckdosen und 32 CE und eine 16er CE. Da ist Mennekes der Sticker ausgegangen und 2 Schuko. Und das Wichtigste, Freunde, wir haben 2x13 Teilungseinheiten und es sind alle Steckdosen vorverdrahtet. Das heißt, Sicherungsautomaten einbauen, Zuleitung her und fertig ist dein Do-it-yourself Wandverteiler. Das schafft so ziemlich ein jeder. Ja, und da bei meinen 250 kW Hybriden von Daye kommen da unten dann 2 Stück Dr. Volt Stromverteiler, jeder extra versorgt. Das heißt, auch wenn ein Inverter spinnen sollte, habe ich noch immer meine Steckdosen bei der Hand. Und im Parallelbetrieb auch kein Stress. Das heißt, da möchte ich 2 Stück 63er Verteiler hinbauen. Das heißt, die werden mit 63 Ampere vorgesichert und man hat dann die Möglichkeiten für die ein oder anderen Ladeevents im Bereich der EV-Charger. Übrigens, so ein Verteiler mit Verdrahtung, 63er CEE Einbaudose, ich glaube 137 €. Das ist schon eine Ansage. Ja, das ist schon wieder so eine Sache für ein Balkonkraftwerk-Experiment. Da sollten eigentlich ganz viele, klar, zugeschraubt, einbauten Platz haben. Deswegen habe ich diesen gewählt. Was hier auch interessant ist, dass ich nicht aufbekomme, das ist ein Scharnierl, dass hier Gott sei Dank eine Metallschiene verbaut ist. Das ist der einzige Haken, den die anderen Gehäuse leider noch nicht haben. Das heißt, da ist noch Plastik, also Kunststoff-Hutschiene drin. Das gefällt mir aber gut bei diesem Gehäuse von Dr. Volt. Und da haben wir ordentlich dickes Material, dass wir unsere Einbaudosen reinbrennen können. Und da werde ich dann meine Balkonkraftwerkssünden schön langsam versuchen, original hinzubekommen. Hier ist eine, ich glaube, 6-fach Steckdosenleiste. Also in der Richtung 5 oder 6 Stück. Ja, und das werden wir da in einen ordentlichen Dr. Volt Verteiler verbauen. Das Wetter ist ein Wahnsinn. Die heutige Zeit schaut aus, als die Welt untergeht oder Tornados vorbeikommen. Ich habe nämlich da oben wunderbare Optimierer eingebaut und das wäre nämlich richtig cool, wenn mein Sohnemann mir helfen könnte. Da könnten wir euch das am Display zeigen, wie genial auch Optimierer klappen würden. Das Video, da trage ich jetzt schon 6 Wochen an, aber es möchte einfach nichts werden. Ja, das Gehäuse, das kostet, weiß nicht, 14 € oder noch weniger, also nix. Deckel drauf, dann möchte ich mir wieder so einen Kediok Stromzähler reinmachen, vorne eine Steckdose rein, einfach um diese ganzen Messgeschichten gut in den Videos darstellen zu können. War mal da der Plan. Schauen wir weiter, was haben wir da noch in der Schatzkiste? Dicke, fette Anbauverschraubungen um relativ gutes Geld, so wie es sich gehört, mit Dichtungen und alles. Übrigens, ich habe mir hierzu eine Knackerpresse gekauft. Dann möchte ich das euch auch einmal in einem Video zeigen, wie man diese Dinger hier reinbekommt in diesen Stahlblechgeschichten. Da haben wir so schöne Rundstanzenpresse beschafft auf St. Amazonien. Da haben wir eine Freude. Das ist wirklich ein Video wert, weil da kämpfen wir Elektriker immer Stahlblech um diese Dimensionen. Ja, und für die Klugschwätzer,
Einmal was selber machen und dann klug schwätzen. Weil am liebsten habe ich diese theoretischen Klugschwätzer, ja, die haben wo was gesehen, aber einmal selber machen, dann klug schwätzen. Ich weiß, bei Stahlblechverteiler, sprich bei diesen Rital-Schaltschränken, ist das immer eine doofe Geschichte mit den großen Löchern. Ja, wieder so ein Verteilerchen, wo ich dann so einen Stromzähler reinbasteln möchte, eine Steckdose. Also ich glaube, das war der billigste. Schaut's rauf auf PriceZone oder auch auf Amazon gibt es die Storefront von Dr. Volt. Frech günstig das Zeugs. Da sollen sie alle abhauen und das ist nicht einmal wirklich schlecht von der Qualität. Wo ich bis jetzt enttäuscht war, ich habe kein Leiberl bekommen. Und die Leibchen, T-Shirts, sagen die Deutschen, sind so angenehm, die sind schwarz und schwarz macht schlank. Und nebenbei, wer möchte nicht schon Doktor genannt werden? Dr. Volt. Scherz am Rande, jetzt schauen wir weiter. Ja, das wird jetzt schon richtig cool. Wahnsinn, es wird noch etwas in Europa oder am Rande von Europa hergestellt. Ich bin stolz. Hätte hundertprozentig auf China getippt. Für denjenigen, den auch 95 € für diesen Fertigverteiler von Dr. Volt, ja, mit Balls Anbau bzw. Einbausteckdosen, die was meines Erachtens von Kunststoff ein bisschen weicher sind, also besser als Mennekes, wie ich meine Eventfirma noch hatte, hatte ich mit Balls mehr Freude. Klar, gebrandete Dr. Volt Sicherungsautomaten mit 6 kA, alles soweit in Ordnung, aber Freunde, 95 €, der Deckel bricht nicht runter. Wisst ihr was, Freunde? Dann baut ihn euch einfach selber. Wenn ihr meint, ihr bekommt es selber noch billiger hin. Auch dieses Gehäuse bekommt man extra um kein Geld bei Dr. Volt. Übrigens, ich weiß nämlich, ich habe viele Stromverteiler früher gebaut und diese Klarsichtdeckel, ja, die kann man extra kaufen. Und mir haben diese Deckel bei namhaften europäischen Händlern mehr gekostet als hier der Deckel zusammen dem Gehäuse. Und hier sind auch sämtlichste Schrauben und Endleiterbrücken und Erdungsbrücken mit inkludiert. Das heißt, du brauchst wirklich nur die Einbauten, Draht- und Sicherungsautomaten und da hast du ja wunderbarerweise einen Stromverteiler gebastelt. Da habe ich sogar noch ein Gehäuse bestellt. Juhu! Ich habe es endlich geschafft, nach einem halben Jahr für kein Geld eine 4-polige 16 Quadrat Stromschiene zu bekommen. Die ist kompatibel mit Eaton, auch mit Dr. Volt Sicherungsautomaten und auch mit unseren billigen Heschen Sicherungsautomaten. Das Ding, das ist richtig schwierig zu beschaffen. Das schafft der Elektrogroßhandel fast nicht. Dr. Volt hat sie für kein Geld. Bin ich froh, ich habe sie endlich bekommen. Unvorstellbar. Ja, da haben wir dann noch extra für wer bastelt mit von Balls. Die sind mit der Federzugtechnik. Die Schuko-Steckdosen zum Einbauen. Berge an Stromschienen. Dann habe ich auch von Balls die mit den größeren Flansch genommen. Das hat folgende Ursache. Falls ich meine, ich möchte mir mit diesem Gehäuse da so einen Ultimativverteiler bauen, passt das alles schon mit den Bohrungen zusammen. Also Freunde, der Dr. Volt, der hat so wirklich Bastelwastel für jedermann, der was gerne Stromverteiler baut. Und natürlich auch die normalen Stromschienen mit 3 Pins, also 3-polige. Aber diese 4-polige, die war für mich unendlich wichtig. Und das Teil ist auch richtig sexy, richtig fairer Preis. Ne, 32er Eingangsdose mit Phasenwender-Geschichte. Die ist, glaube ich, auch von Mennekes. Also Dr. Volt hat so wirklich alles, was das Herz begehrt. Gelogen. Ich schätze mal, die Idee bei Mennekes gestohlen, TP Elektrik. Leute, es ist bei mir nicht der Reichtum ausgebrochen. Aber es ist einmal so, dass Fehlerstromschutzschalter Typ A beim Dr. Volt, ja, wenn sie Dr. Volt gebrandet sind, du von einem hiesigen Markenhersteller das 2- bis 3-fache bezahlst, beziehungsweise du bekommst bei Dr. Volt 3 FIs, wo du bei uns einen bezahlst. Wenn du das natürlich dann mit unseren Spezial-FIs, den die Österreicher einbauen, nämlich den Typ G, ja, der Typ G kostet in Österreich mit der Steuer so um die 75 €. Das hieße, diese 1, 2, 3, 4, 5 Fehlerstromschalter waren billiger wie ein österreichischer stoßstromfester Fehlerstromschutzschalter. Gut, der wird vielleicht jetzt nur 25 Ampere dauerhaft vorgesichert aushalten. Das wissen viele deutsche Kollegen nicht, zwecks der ganzen Vorsicherungsgeschichte. Ich habe jetzt hier bei mir kein Datenblatt von Dr. Volt geholt. Ich gehe einfach mal davon aus, er kann die 25 Ampere und bei 40 Ampere ist Schluss, wie es bei den meisten Produkten ist. Das langt aber in meinen Fällen. Ich werde es euch auch dann in den Videos erklären.
Ja, den habe ich bestellt, weil er unendlich billig war, nämlich mit kleinen Stromstärken. Die Automaten sind dann oft schwer zu bekommen für Messelektronik und es macht scheinbar den Eindruck, dass der Hersteller hier wieder mal kompatibel ist. Und oben steht aber LC-Tech. Da ist immer die Frage, wer brandet wo. Aber ich würde mal sagen, wir schauen jetzt weiter, was da der Mr. Meining sich sonst noch so geleistet hat. Diese dreipoligen C16er von Dr. Volt. Freunde, schaut auf die Homepage. Ich möchte jetzt hier keine Preise nennen. Aber ich sage euch eines, da macht es wieder richtig Spaß, mit dem Zeugs zu arbeiten. Da hat es noch quasi Preise wie lange vor der Inflation. Okay, LC-Tech ist zwar kompatibel, dürfte aber trotz allem ein anderer Hersteller sein. Der schaut nämlich ein Stückchen wie Heschen aus. Da habe ich schon einige verbaut, sehen wir dann eben in den nächsten Verteilerbauvideos. Aber von der Kammergeschichte her sind wir mal hier kompatibel. Das macht jetzt auch auf die Schnelle keinen blöden Eindruck. Man muss auch dann noch die Tiefe sich immer anschauen, dass das wirklich 100 Pro klappt. Bei der Hutschiene, wir sind da bei der Hutschiene jetzt da bündig. Ne, leider nicht kompatibel von der Höhe her. Jetzt sehen wir es genau, wenn wir hinten die Hutschiene haben. Okay, das heißt Dr. Volt dürfte dann möglicherweise mit Heschen nicht kompatibel sein. Das werden wir in den nächsten Videos noch herausfinden. Und ja, da sind dasselbe in 32 Ampere, Freunde. Und diese Dinger, die einpoligen Automaten, darf ich es überhaupt sagen? Sicherungsautomat, gebrandet Dr. Volt C16. Das Ding hat Gewicht, also da bekommst du was fürs Geld. Das ist nicht einmal beim ersten Mal einschalten kaputt. Ich bin aber vorsichtig. War da was mit 1,10 Euro, 1,20 Euro? Somit ist ein Leitungsschutzschalter mit 6 Kiloampere, Kurzschlussvermögen oder Schaltvermögen billiger wie manche Neo-Z-Sicherung, wenn du sie per Stück kaufst. Ja, das ist schon eine Ansage. Ich habe viel Verteiler gebaut in meinem Leben. Ich habe genug diese hiesigen Firmen, diese europäischen Firmen, die Kohle im Rachen geschmissen. Also in meiner mobilen Stromfirma haben wir im Jahr so zwischen 60.000 bis 80.000 Euro Verteilereinbauten exklusiv Steuer verbaut, wenn es langt. Und man ist ja im Prinzip immer nur verarscht geworden. Gut, eines muss ich schon sagen. Mit den Kontakten in der Industrie, die was ich habe, die 63 Ampere, die was thermisch mit 63 Ampere die Fehlerstromschutzschalter zum Vorsichern gehen und auch selektiv sind. Also der 63er hält dann auch eine 63er Vorsicherung aus, sprich der hält knapp 100 Ampere Stand. Die habe ich dann mit den Industriekontakten auch zu sehr, sehr gutes Geld gekauft. Aber was mir bei unserer hiesigen Industrie gestört hat, war immer, dass man diese 40 Ampere Fehlerstromschutzschalter und diese 16er und 16er einpolig plus N haben wir in Österreich, wir haben immer 2 Pole, also diese Standardware im Baumarkt bei Hornbach um die Ecke billiger war. Und mich hat das immer so angekotzt, dass wir Elektriker zu einem fucking Baumarkt fahren mussten, weil dort die Kacke billiger war wie bei unserem super tollen Elektrogroßhandel. Und ergo sage ich euch eines, ist mir das wurscht, ob die alle vor die Hunde gehen, weil diese Verarschung, die was die mit uns jahrzehntelang gemacht haben, ohne Worte. Da habe ich ein Stückchen Schleim drauf, weil ich habe auch lange genug einen Betrieb gehabt, Mitarbeiter gehabt, den ganzen Wahnsinn durchgemacht. Und dementsprechend habe ich heute keine Schande, meine Erfahrung im Steckdosenverteilerbau ein wenig zu teilen. Und seien wir uns ehrlich, eine Dreifach-Steckdosenleiste, nimm eine Aufputz FR Dreifach-Steckdosenleiste her, vom Berka, das ist bei uns ein bisschen so der Platzhirsch oder Legrand. Kostet dir so ein Feuchtraum, Aufputz, Dreifach-Stecker, Schmarrn, knapp 50 Euronen. Da habe ich einen Fehlerstromschutzschalter, noch einzeln die Absicherung. Das heißt, hier fällt der Strom hier vor der Haustür. Alles da. Sogar noch 32 Ampere Durchschliff. 216er C, da kann man sich selber noch was hin und her basteln. Summa summarum 4 Schuko-Stromkreise und einen Drehstromkreis um 95 inklusive, teilweise noch billiger. Und das Zeugs, das ist richtig geil. Das ist jetzt nicht irgendein Mist. Das Gehäuse ist für den Preis-Leistungs-Verhältnis, es ist kein Gummigehäuse, aber das ist richtig geiler Scheiß. Hast einen Griff, kannst natürlich auch mobil durch die Gegend karren. Das Original ein 32er Anschlusskabel mit 1,5 Meter dabei. Dass ihr mich ein wenig versteht, da muss ich ehrlich sagen, da beginne ich jetzt lieber an jeder Ecke einen Verteiler zu montieren, bevor ich für Luxus-Feuchtraumdosen europäischer Herstellergeschichte und Luxusklemmern, ja, ein Vermögen ausgebe. Das ist von meinem Batteriecontainer auch so ein Beispiel. Da nimmst du 3 Leistungsschalter von St. Amazon, 2-polige, nutzt diese als Klemmstelle, hast natürlich eine Trennstelle auch, kommt dir das bald gleich teuer, wenn nicht billiger, als wenn ich da irgendwo, was soll ich, ein Klemmerblock, das kostet alles ein Vermögen in 25 Quadrat mit irgendwie 500 bis 1000 Volt Gleichspannung. Ist irre. Also da muss ich schon ehrlich sagen, da habe ich schon langsam von unserer europäischen
Hochnäsigkeit ein wenig die Schnauze voll. Es kann ja nicht sein, so ein Stückchen Stromschiene, wenn ich diese beim Elektrogroßhandel kaufe. Erstens einmal bekomme ich 5-mal die falsche, weil sie es nicht schaffen, bei uns 4-polige Stromschienen zu organisieren. Und diese Stromschiene kostet bei mir vor der Haustür beim Großhandel, wo ich schon seit Jahrzehnten einkaufe und wo auch andere große Firmen einkaufen, die werden dann natürlich noch einmal 20% mehr Rabatt haben. Das ist ja alles kein Geheimnis. Kostet das Ding 3-mal so viel, als wenn ich es online als Endkunde bei Dr. Volt kaufe. Ja, Freunde, schaut's nach, prüft die Preise, dann werdet ihr mich ein wenig verstehen. Klar, die Deutschen haben in der Regel immer bessere Preise als wir Österreicher. Das muss man an dieser Stelle jetzt auch sagen, dass die Deutschen da jetzt nicht gleich Amok laufen. Aber wir in Österreich sind da bis dato immer massiv verarscht geworden. Aber nehmen wir diesen EV-Charger her. Es hat ein Inside-Video gegeben, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber das Ding ist unter 300 € für 22 kW zum bekommen. Das ist smart, das kann man smart machen. Es reicht aus. Da frage ich mich die ganze Zeit, was die europäischen Klugschwätzer da mit uns vorhaben. Der Kasten dasselbe, ne? Der kostet bei uns bald weniger wie eine Klemmdose. Da sind aber noch diese Nullleiterbrücken und die Sachen auch dabei. Das kostet alles gleich einmal ein paar Euro. So 1,50 €, 2 € bist du überall los. Blindabdeckstreifen, das kostet bei uns alles Geld. Klar, sind bei den Markenherstellern auch ein paar Stückerler dabei. Aber da spannenderweise wird da nicht herumgegeizt, da ist alles dabei. Also das sind alles so Kleinigkeiten. Es ist so spannend, dass andere das besser können. So Freunde, die ganze Lieferung war ein Stückchen unter 600 €, wenn ich es richtig im Kopf hatte, mit der Steuer, inklusive Steuer. Inklusive Versand, alles. Das ist eine Ansage, da bekommt man richtig Material fürs Geld. Dann hat Dr. Volt auch schon für den PV-Bereich die ganzen Überspannungsableiter, da habe ich natürlich jetzt keine Erfahrungen. Ich bin jetzt aktuell immer noch auf der alten Schule unterwegs. Ich habe ja sehr viele Verteiler zum Bauen und werde dann in den nächsten Wochen das auch mitbekommen. Das macht dann auch Sinn. Wie soll ich mit meiner 100 kW Hybrid-Container-Lösung dann ein Ladeevent darstellen? Ich muss ja 100 kW irgendwie an Energie verteilt bekommen. Das soll ja auch authentisch sein, weil der Mr. Mining redet keinen Scheiß. Das Zeugs wird da hinten, wenn DAI schon so frei ist und uns mit 120 Kilowattstunden von deren Batterien ausstattet, dann wird das Zeugs auch auf Herz und Nieren getestet und gemattert. So wie es sich eben gehört. Ne? Das ist ja auch meine Aufgabe. Und dementsprechend, da braucht man dann ein paar Steckmöglichkeiten, dass man die Energie irgendwie verteilt bekommt. Und nebenbei bin ich dann wieder am Limit, weil mit meinen 16 Quadratkabeln, was ich jetzt in die Inverter reingezogen habe, die können nur maximal 40, 45 kW. Also das ist eh schon alles wieder sehr knifflig und passt auch irgendwo an dieser Stelle, weil dann sehen wir, ob die billigen Heschen, Leitungsschutzschalter von St. Amazonien, ob die ihr Geld wert sind. Das Dr. Volt Zeugs wird auch gemattert. Wir werden ein bisschen mit der Infrarotkamera herumlaufen. Ich glaube, wir werden sehen, ob dieses extrem Low-Cost Zeugs sein Geld wert ist. Bis dato, ich habe schon einiges damit umgesetzt. Also diese Wandverteiler von Dr. Volt habe ich sicher schon 20 verbaut in meinem Leben, auch gewerblich, weil ich einfach, soll ich der Firma PCE Elektrik, auch wenn das eine österreichische Firma ist, mein Geld in den Rachen schmeißen, weil sie einfach meinen, sie sind ein bisschen hinig in der Birne mit ihrer Preisgestaltung. Wie ich noch meinen Betrieb hatte, habe ich zigmal probiert, mit denen irgendwie ins Geschäft zu kommen. Da kann ich euch Geschichten erzählen, das glaubt mir keine Sau. Da habe ich für Feuerwehren 16 oder 17 Stromaggregate gebaut. Da sind hinten riesen Steckdosenkombinationsverteiler, also riesen Gummiverteiler raufgekommen. Ja, da haben sie monatelang diese scheiß Verteiler nicht zusammengebaut. Die habe ich dann halbfertiger bei ihnen in der Fabrik holen müssen. Ja? Und habe ich trotzdem auch noch länger mal Breite den Mist bezahlen müssen. Das sind alles Wahrheiten. Das sind diese super tollen Großkonzerne. Ja? Die behandeln jeden Kunden wie die letzte Sau. Also du bist irgendein Riesenkonzern. Da haben sie schon Zeit für dich. Und ergo muss ich ehrlich sagen, ich trauere hier keine Träne mehr nach für diese europäischen Firmen mit deren Hochnäsigkeit. Weil ich kann da ein Stückchen was aus dem Nähkästchen erzählen. Da habe ich ein Stückchen Frust. Aber mit der heutigen Lieferung lasse ich mir jetzt diesen Frust jetzt nicht nehmen. Klar, ein 10 Kiloampere Siemens Automat, der wird schon ein Stückchen besser sein. Aber du zahlst ja auch das Dreifache an Asche dafür. Das ist auch klar. Ich bin einer, der nicht immer auf der falschen Stelle sparen möchte. Aber jetzt in unserem häuslichen Bereich, im mittleren Gewerbebereich, wo es nicht gerade Schwerindustrie ist, finde ich das Zeugs von Dr. Volt bis jetzt da ausreichend. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, genug Promotion gemacht, obwohl ich das ganze Zeugs heute selber bezahlt habe. Aber ich finde einfach, diejenigen, die was mich schon lang genug kennen, die was auch schon das eine oder andere gesehen haben, was ich so gefertigt habe bei den ganzen Stromverteilern, die wissen, wieso ich meine Freude habe mit diesen Fertigverteilern, also vorgefertigten, halbfertigen Verteilerprodukten von Dr. Volt und die Verteilereinbauten, also die Leitungsschutzschalter und die Sicherungen sind einfach der Hammer. Ja, aber jetzt haben wir genug geschwärmt. 19 Minuten für ein Verteilervideo, auch ein starkes Stück. Ich sage einmal danke für den Zusehen und wir sehen uns demnächst, wenn der Mr. Mining wieder über den europäischen Elektroproduzenten hinwegfegt.
Tschüss, Baba.